Hallo allerseits, herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing eines Modellbahnwagens im Maßstab 1:32. Es handelt sich um einen Lokalbahnwagen für Haupt- und Nebenbahnen, den die Firma Fine Models aus Messing fertigt. Insgesamt gibt es von diesem Wagen nur 300 Stück und die sind auch noch verteilt auf 4 verschiedene Wagengattungen. Das hier vorliegende Modell ist ein 554 CL mit 6 großen Fenstern. Es gibt dann auch noch eine Variante mit Doppelfenstern, dann gibt es noch einen Bahnpostwagen und einen Milchwagen. Und die sind dann auch noch verteilt auf insgesamt 4 verschiedene Varianten der Epochen 1, 2, 3a und 3b. Die Bedienungsanleitung ist natürlich sehr übersichtlich bei so einem Wagenmodell. Es gibt ja nicht viel zu bedienen. Es gibt hier bloß 2 Lichtfunktionen für den Fahrgastraum oder Gepäckraum und für die Plattformbeleuchtung. Dann gibt es noch im Lieferumfang insgesamt 6 Schilder, die man noch am Wagen an der Seite anbringen kann. Das schauen wir uns dann auch gleich aus der Nähe an. Das Modell ist 382 mm lang und bringt 1,84 Kilogramm auf die Waage. Gefertigt ist das Modell komplett aus Messing und ein bisschen Edelstahl und es ist sehr aufwendig detailliert, wie wir jetzt gleich bei diesen Bildern ja sehen werden. Natürlich hat dieses Modell wie bei Spur 1 üblich Federpuffer. Auch die Schraubkupplung lässt sich bewegen und aushängen. Ist hier unten am Wagen eingehängt, da ist ein Haken dafür. Dann gibt es hier Übergangsbleche mit ganz feinen Kettchen. Außerdem sind diese Gitter hier noch schwenkbar. Die Trittstufen sind hier aus Holz. Dann gibt es noch eine Plattformbeleuchtung. Und jetzt auch ein Blick nach innen. Auch hier gibt es eine Innenbeleuchtung, die zuschaltbar ist. Dann zeige ich jetzt auch gleich, wie man die mitgelieferten Schilder anbringen kann. Und wenn man sich jetzt nochmal vor Augen hält, dass es von diesem Modell insgesamt nur 300 Exemplare gibt, verteilt auf 4 Wagengattungen und auch noch auf 4 Epochenvarianten, dann wird ganz schnell klar, dass dieses Modell alles andere als ein Kinderspielzeug ist. Es kostet nämlich jeder Wagen 850 €. Und abschließend gibt es jetzt dieses Wagenmodell nochmal hinter der Baureihe 73, die ich in meinem letzten Video gezeigt habe. Jetzt hängt der bayerische Lokalbahnwagen in Epoche 1 Version, so wie sich's gehört, hinter einer Epoche 1 Lok, und zwar hinter der bayerischen 73 D12 mit der Betriebsnummer 2201 von der Firma Spur 1 exklusiv. Ich zeige jetzt hier noch die sehr spezielle Kupplung in Epoche 1. Das ist eine Schraubenkupplung mit zusätzlichem Sicherungsbügel und die ist hier auch etwas fieselig zum Montieren, aber es ist durchaus machbar und ich zeige das jetzt hier aus der Nähe. Hier sieht man die normale Kupplung
Und unten drunter kann man sich hier nur erahnen, das ist dann der Sicherungsbügel. Ich fahre jetzt mit der Kamera tiefer. Und jetzt sieht man gut hier den Sicherungshaken und hier dann die zweite Kupplung vom Wagen her, die hier eingehängt wird. Das war's mit meinem kleinen Unboxing des bayerischen Lokalbahnwagens von Feinmodels. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder auf meinem Kanal vorbeischauen würden.